Hallo zusammen, heute möchte ich dir eine Fitness-App vorstellen, die dich hier komplett von Herstellern unabhängig macht. Das heißt also, wenn du zum Beispiel eine Apple Watch tragen möchtest, trainierst aber lieber mit einer Garmin-Uhr oder vielleicht auch gleichzeitig noch mit einer Coros-Uhr, ist es ohne Probleme möglich, an einem Datenpunkt alle Daten auszuwerten. Oder bist du vielleicht mit deinem Fahrrad, mit einem Karoo 3 unterwegs, machst Trainingsaufzeichnungen mit einer Polaruhr und möchtest dann wieder täglich hier eine Apple Watch tragen oder vielleicht dann auch hin und wieder eine Garmin-Uhr. Auch das ermöglicht die App bzw. ist ohne Probleme möglich und du hast alle Daten an einem Punkt. Besser gesagt, es geht hier um die App Sonar Health. Ich zeige diese hier auf dem iPhone 16. Das ist zwar die iOS-App, aber die App gibt uns auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein System zu wechseln. Das heißt also, wenn du sagst, ich gehe von einem Apple-System auf ein Android-System, dann wird es jetzt auch bald die App hier für Android geben. Und wie ihr es gerade hier schon sehen könnt, alle Daten werden dann auch weiterhin synchronisiert. Das heißt also, selbst wenn du einen Systemwechsel hast, nimmst du alle Daten mit und möchtest du eine Datenanalyse direkt auf einer Web-Oberfläche machen, das heißt also auf einer Webseite, ist das auch ohne Probleme möglich. Sonar Health unterstützt nämlich dann auch hier ein Login, beziehungsweise du kannst dich dann einloggen und deine Daten auch direkt am Computer analysieren. Um euch gleich mal einen kleinen Einblick zu geben, was die App alles hier auswertet, zeige ich euch erstmal, wie es aber funktioniert. Es gibt nämlich hier den sogenannten Synchronisierungsbereich, da gehen wir jetzt mal drauf und hier könnt ihr nämlich diverse Konten verbinden. Und wir sind jetzt hier momentan auf iOS, um euch das mal ganz kurz zu zeigen. Auf Android gibt es das auch und selbst auf Android taucht dann hier Apple Health auf. Das heißt also, die Daten, die da gekommen sind, sind auf jeden Fall auch mit dabei. Wobei ich aber kurz anmerken muss, die Android-App ist noch nicht im Play Store erschienen, das wird jetzt aber demnächst passieren und dann kannst du es wie gesagt auch hier verwenden. Aber nun werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Quellen, die ich jetzt verbunden habe. Wir können sehen, einmal natürlich hier Apple Health, Garmin, Coros, aber auch Zepp und Suunto ist mit dabei oder auch Polar und solltet ihr mit Zwift unterwegs sein, ist das ebenfalls möglich oder zum Beispiel Fitbit ist auch dabei. Das ist aber noch nicht alles, was unterstützt wird. Wenn wir jetzt auf Beliebt gehen, sehen wir zum Beispiel Aurora Ring ist mit dabei, Google Fit, Strava, auch MyFitnessPal, das ist zum Beispiel zum Kalorientracking interessant. Und wenn wir jetzt einfach mal hier oben auf Plus gehen, sehen wir, es gibt noch viele weitere. Gehen wir jetzt einfach mal runter. Es gibt zum Beispiel auch noch Brighton Sport oder dann auch hier Core, wenn ihr einen Temperatursensor nutzen solltet, ist möglich. Decathlon App ist dabei. Oder dann zum Beispiel Final Search, Hammerhead Karoo oder auch Komoot. Seht also, hier ist wirklich eine große Vielzahl an Apps, die hier mit unterstützt werden. Auch Roofy oder dann zum Beispiel Training Peaks, Ultrahuman. Also wirklich eine große Vielzahl. Solltest du aber hier ein iPhone nutzen und die App erscheint hier nicht, dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, wenn die App zum Beispiel Apple Health unterstützt, alle Daten dort einzuspielen und dann werden diese hier über Apple Health dann auch hier in die Sonar-App ja, rüber transferiert bzw. mit eingespielt. Und so ist es dann auch ohne Probleme möglich, zum Beispiel mit einer Suunto-Uhr trainieren zu gehen, eine Apple Watch täglich zu tragen oder du sagst zum Beispiel, ich möchte meine Garmin-Uhr täglich tragen und switcht dann irgendwann auf eine Apple Watch oder auf eine Coros-Uhr. Das wird alles hiermit unterstützt. Wenn wir dann nämlich mal in die Quellenverwaltung gehen, können wir auch sehen, welche Daten dann hier synchronisiert werden. Wir haben jetzt hier Aktivität, Schlaf, Vitalwerte, Energie, Ernährung und Körperzusammensetzung. Dahinter verbergen sich natürlich noch weitere Daten, wie zum Beispiel jetzt hier die Distanz, Achtsamkeit, Stehstunden oder auch Schritte. Und dabei habt ihr die Möglichkeit, jede der einzelnen Punkte hier selbst zu konfigurieren, falls ihr das möchtet. Es gibt zwar eine Voreinstellung, solltest du jetzt aber zum Beispiel, wenn wir an Schritte reingehen, ja am Tag einmal eine Suunto-Uhr tragen und am anderen halben Tag zum Beispiel eine Garmin-Uhr, dann hast du nämlich die Möglichkeit, hier auch die Zusammenführung einzustellen. Besser gesagt, wenn wir auf die Zusammenführung draufgehen, gibt es hier nämlich mehrere Möglichkeiten. Einmal den Durchschnitt bilden, das heißt also, solltest du 2 Uhren gleichzeitig tragen, wird hier einfach der Mittelwert gebildet. Oder wenn du 2 Uhren gleichzeitig trägst, wird einfach der maximale Wert genommen. Oder wenn du die Uhr dann switcht, das heißt also während des Tages, dann wird einfach die Summe der beiden Schritte genommen. Das heißt also, wenn du 4000 Schritte mit der Garmin-Uhr gemacht hast und 4000 Schritte mit der Suunto-Uhr, dann bekommst du auch deine 8000 Schritte hier in der App angezeigt. Und du hast dann auch die Option, wenn du in einer Datenquelle irgendeine bestimmte App nicht haben möchtest, weil die vielleicht unplausible Werte gibt, dann kannst du auch sagen, hier nimm den Wert raus, zum Beispiel Zwift, oder ich möchte zum Beispiel jetzt die Fitbit-Werte nicht haben oder Polar. Das kannst du einfach speichern und ab diesem Zeitpunkt finden diese hier bei den Schritten keine Berücksichtigung mehr. Das gleiche dann natürlich auch bei den Etagen, das könnt ihr so einstellen. Oder zum Beispiel auch bei Trainingsminuten ist das auch möglich. Oder wenn wir zum Beispiel beim Schlaf hineingehen, sehen wir auch hier, da gibt es zum Beispiel hier detaillierte Sitzungen priorisieren. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel REM-Schlafphasen und so weiter mitgeteilt bekommen, dann sagt er hier, die Daten werden priorisiert und auch da wird dann hier alles schön zusammengeführt
Und ja, wie gesagt, das könnt ihr für euch dann individuell gestalten, falls ihr eine Änderung vornehmen möchtet. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Startseite gehen, bekommen wir dann auch direkt eine Übersicht angezeigt. Zu einem, das Hintergrundbild könnt ihr selber individuell gestalten. Das ist das Standard-Hintergrundbild. Wir sehen jetzt hier, der heutige Tag ist der 2.11. Hier oben habe ich jetzt meine Tagesziele definiert. Auch das könnt ihr ganz individuell für euch gestalten, wie ihr es haben wollt. Hier gibt es so einen Stift, da gehen wir einfach drauf und seht ihr, hier gibt es wirklich eine Vielzahl an Daten, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass auch eure Uhr diese Daten ermittelt. Damit kann halt die App nur arbeiten, wenn es vorhanden ist. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, hier euch das anzuschauen. Es gibt dann auch die Option, wenn wir zum Beispiel jetzt hier in die Schritte gehen und drauf tippen, dann kommen wir auch direkt hier in die Datenübersicht hinein. Da sehen wir zum Beispiel jetzt hier für den Monat, könnt ihr einfach auch mal für die Woche gehen, dann bekommen wir die Wochenübersicht angezeigt. Da sehen wir hier den Wochenverlauf und hier gibt es dann auch so eine kleine Analyse, beziehungsweise hier werden dann auch Tendenzen angezeigt und Entwicklungen. Und auch da könnt ihr euch das nochmal im Detail anschauen, wenn ihr das möchtet. Als zweites gibt es dann den Auf einen Blick. Ja, Blick. Da habt ihr auch die Möglichkeit, das für euch einzustellen, wie ihr das möchtet. Sind auch jetzt hier wieder eine kleine Auswahl. Ich habe jetzt mal einfach sehr viele reingemacht, um euch einfach zu zeigen, wie das hier komplett aussieht. Und da könnt ihr dann auch nochmal hier durchscrollen und bekommt auch nochmal hier direkt auf die Übersicht, wie es um euch gerade steht. Falls ihr es haben wollt, könnt ihr zum Beispiel auch hier in die Schlafherzfrequenz reingehen. Und da bekommt ihr dann auch hier nochmal die Wochenübersicht, so wie wir es gerade eben auch schon gesehen haben. Mit den Schritten ist es natürlich dann hier auch gegeben. Was natürlich dann auch nicht fehlen darf, sind dann die Aktivitäten selbst. Aber hier handelt es sich jetzt erstmal um eine Komplettübersicht. Es gibt noch ein paar Details mehr. Wir können auch in eine Aktivität hineingehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich so eingestellt habe, wenn wir ganz runter gehen, dass momentan die Garmin-Aktivitäten sind. Sollte jetzt von Sundo kommen, steht hier Sundo dabei. Kommt jetzt von Apple Watch, steht Apple Watch dabei. Aber die Aufarbeitung ist hier bei jeder Uhr gleich, beziehungsweise mit den Daten, die halt hier reinkommen. Wir sehen einmal die Gesamtzeit, die wir gebraucht haben, die Aktivkalorien, die die Uhr mitgeteilt hat, durchschnittliche Herzfrequenz, als auch die maximale. Und wir sehen auch einen Zonenbereich, wo wir unterwegs waren. Ihr könnt nämlich in der Sonar Health App dann auch eure Herzfrequenzzonen im Profil hinterlegen. So habt ihr dann auch eine Zonenanalyse. Ihr bekommt dann hier so eine kleine KI-Analyse mit angeboten. Das heißt also so eine kleine Trainingsauswertung. Und hier seht ihr nochmal im Detail, in welcher Herzfrequenzzone wie lange ihr trainiert habt. Und dann zum Beispiel auch noch die Herzfrequenzerholung wird ebenfalls euch nochmal personalisiert angezeigt und ist ausgezeichnet hier für meinen Altersschnitt. Ich bin etwas über 40, also auch da habt ihr das schon mit dabei. Der Vollständigkeit halber schauen wir noch mal ganz kurz in ein Indoor-Training rein. Zum Beispiel hier, das war jetzt meine Swift-Einheit. Habe ich jetzt aber nicht von Swift direkt importiert, das war jetzt auch von Garmin. Aber da bekommt dann auch nochmal so eine Übersicht angezeigt, sieht dann genauso aus wie beim Laufen. Auch da ist dann die Erholung mit dabei. Was jetzt natürlich hier fehlt, sind Leistungswerte, die sehen wir jetzt hier nicht. Aber zumindest habt ihr alle fitnessrelevanten Daten mit dabei. Und wenn wir dann weiter herunter scrollen, bekommen wir dann auch die Wochentrends angezeigt. Das heißt also die Entwicklung über die Woche. Auch das ist wieder hier einstellbar über den Stift. Und wie gesagt, auch hier wieder eine große Vielzahl. Dann könnt ihr auch das für euch einstellen, was ihr benötigt bzw. wissen möchtet. Und dann seht ihr hier auch schon eine Entwicklung. Wir sehen hier momentan geht bei mir beim Laufen das Ganze etwas zurück. 5,3 Kilometer am Tag, weil ich meine Laufeinheit etwas reduziert habe. Dafür habe ich mein Indoor-Training jetzt wieder gestartet. Dann sieht man auch hier gleich 100% Steigerung. Ich habe zum Beispiel auch die Herzfrequenzvariabilität mit dabei. Und da könnt ihr natürlich auch wieder drauf tippen, um weitere Informationen darüber zu erhalten. Beziehungsweise unten sehen wir dann auch nochmal eine Trendentwicklung. Das ist dann auch hier möglich. Das heißt also, hier ist dann auch immer alles wirklich miteinander verknüpft. Das gleiche ist dann auch mit den Wochendiagrammen. Auch da gibt es wieder den Stift. Die gleichen Daten sind wieder einstellbar. Und hier bekommt ihr auch nochmal das Ganze schön grafisch angezeigt, wie es sich entwickelt hat. Zum Beispiel auch meine schlechten Nächte, die ich jetzt hatte, sind mit dabei zu sehen. Als Schlafenszeit, Wachzeiten, Zeit im Bett. Also alle Informationen, die es hier so gibt, werden hier wunderbar aufgearbeitet. Und so hast du es dann auch mit einem Blick. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier sehr viel ausgewählt. Ihr könnt es natürlich für euch auch deutlich reduzieren an Datenvielfalt auf der Seite. Und ganz unten habt ihr auch die Möglichkeit, die Startseite zu bearbeiten. Das heißt also, wenn dir jetzt eine Sache, wo ich gerade gezeigt habe, nicht gefällt, zum Beispiel meine Trends oder letzte Aktivität, kannst du es auch entfernen, dann ist es weg. Oder du kannst es dann auch, wenn du hier länger drauf tippst, dann verschieben, so wie du es haben möchtest. Und auch das ist komplett individuell für euch einstellbar. Also da habt ihr wirklich eine große Vielzahl an Möglichkeiten, wie ihr das darstellen könnt. Darüber hinaus haben wir jetzt auch rechts hier noch ein Plus. Das heißt also, wenn ihr jetzt manuell Daten hinzufügen möchtet, ist das dann auch nochmal möglich. Habe ich jetzt persönlich nie genutzt, ist aber eine Option.
Ganz spannend sind aber dann natürlich die Gesundheitsdaten bzw. die Auswertung dieser Daten. Wenn wir jetzt einfach auf Gesundheit draufgehen, bekommen wir nämlich auch hier eine schöne Tagesübersicht. Auch hier ist übrigens der Hintergrund wieder änderbar. Ihr bekommt eine kleine Analyse über den Tag angezeigt, das sehen wir jetzt hier. Und einmal die 4 wichtigsten Punkte auf der rechten Seite. Und hinter den 4 Buttons sind dann auch sehr viele Informationen dahinter versteckt. Einmal können wir auf die Belastung gehen, dann kommen wir nämlich hier in den Trainingsbereich hinein. Hier sehen wir auch hier nochmal eine kleine Auswertung bzw. einen Belastungswert von 72%, also ein bisschen höher, nicht ganz 100%. Wir sehen jetzt hier, Trainingsminuten sind 2 Stunden 16, Aktivkalorien sind dabei, aber dann auch die Tagesherzfrequenz. Und ihr bekommt hier ein Trainingsload angezeigt, in diesem Fall heißt es Herz-Kreislauf-Belastung. Das heißt also, egal mit welchem Gerät du trainierst, es werden alle Daten zusammengefasst und dadurch, dass Sonar Health dann euch Herzfrequenzdaten hat, kann es natürlich dann auch für euch ein Trainingsload ermitteln. Und das, wie gesagt, völlig egal, ob du jetzt mit einem Karoo trainierst, mit einem Garmin-Gerät oder mit einer Polaruhr. Das wird einfach hier zusammengefasst und du bekommst es hier in der Gesamtübersicht angezeigt. Wir sehen hier der optimale Bereich ist zwischen 0,8 und 1,3. Ich bin jetzt ein bisschen darunter, habe mein Training etwas zurückgefahren, war nicht so ganz so fit. Und ja, so habt ihr das dann auch hier mit im Überblick. Und das ist ja jetzt sehr einfach dargestellt, aber es gibt dann auch das klassische Trainingsmodell. Und zwar mit Kurzfrist-Langfristbelastung, also ATL, CTL. Das bekommt ihr auch hier angeboten. Das heißt also, hier habt ihr dann auch alles auf einen Blick, wie euer aktueller Trainingszustand ist. Und diese Daten sind auf jeden Fall immer vorhanden, auch wenn du jetzt auf ein Android-Handy wechselst, weil wie gesagt die App-Daten dann über den Server hier synchronisiert werden. Das ist aber noch nicht alles, was ihr an Daten bekommt. Wenn wir weiter herunter scrollen, bekommen wir dann auch mal die Herzfrequenzzonen angezeigt. In der Summe, wie viel ich in letzter Zeit ja in der Summe trainiert habe, in welchen Zonen. Dann eine Belastungsleistung ist mit dabei. Sind es hier, ob wir dann im oberen Bereich und unteren Bereich unterwegs waren. Das wird dann auch hier nochmal analysiert in 30-Tagen-Rhythmus. Und ihr bekommt auch nochmal Trainingsminuten, Tagesherzfrequenz, Aktivkalorien. Auch das wird nochmal alles schön grafisch für euch aufgezeigt. Aber wir haben jetzt ja noch mehrere Buttons. Der nächste Button, den wir haben, ist dann die Erholung. Das sagt eigentlich schon alles. Wie erholt es euer Körper? Das heißt also, hier wird zum Beispiel auf die Herzfrequenzvariabilität geschaut, ob die jetzt gut ist. Da wird dann ein Vergleich gemacht. Und auch hier gibt es natürlich dann eine Wochenanalyse für euch. Jetzt ist natürlich blöd, der Sonntag ist jetzt hier der erste Tag der Woche. Deswegen haben wir immer hier den Start. Wir können jetzt aber einfach mal eins zurückgehen. Sehen wir auch hier nochmal den Verlauf der gesamten Woche. Oder ihr könnt euch natürlich auch den monatlichen Verlauf anschauen. In diesem Fall jetzt hier der Oktober. Und da habt ihr auch nochmal eine Tendenz bzw. eine Entwicklung. Und es gibt hier so einen Graubereich, das ist euer Optimalbereich. Der wird auch ebenfalls mit ermittelt. Und hier unten gibt es dann auch nochmal eine Trendanalyse. Auch hier ist nicht alles. Ihr bekommt auch hier nochmal die Erholungsleistung angezeigt, ob die gut oder schlecht war. Die Trends werden hier nochmal aufgearbeitet, als dann auch beim Schlafen die Herzfrequenz und Handgelenkstemperatur. Also alle Daten, die dann mit dabei sind. Und so habt ihr auch immer alles schön hier grau hinterlegt, ob ihr im optimalen Bereich seid. Neben der Erholung ist natürlich auch ein Schlaf der wichtigste entscheidende Punkt für die Erholung. Und da bekommt ihr auch eine Analyse, wie lange ihr dann geschlafen habt. Sehen hier, meine Schlaftendenz geht etwas höher, wird auch etwas besser. Auch die Effizienz. Und es gibt dann auch nochmal eine kleine Analyse. Wir sehen hier zum Beispiel, Tiefschlaf ist bei mir zu gering. Sollte eigentlich zwischen den beiden Balken sein. REM-Schlafphase ist das gleiche. Und auch hier gibt es eine Auswertung der Schlafleistung, Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen. Auch das wird für euch nochmal alles schön aufgearbeitet. Aber auch das ist hier für euch individuell einstellbar. Und es gibt dann sogar eine Schlafbank. Das heißt also, wie ist euer Defizit? Wir sehen auch hier, mein Schlaf ist nicht das Optimalste und ich muss auf jeden Fall dran arbeiten. Und solltest du hierzu einen Ernährungstracker nutzen, ich habe zum Beispiel hier MyFitnessPal im Einsatz, dann bekommt ihr auch einen Überblick über die Ernährung. Sehen jetzt hier die Nahrungskalorien, die Proteine und die Kohlenhydrate, Gesamtfette wird aufgelistet. Hängt natürlich so ein bisschen mit der App zusammen. Ihr könnt ganz gut sehen, ich habe es eine Zeit lang gar nicht getrackt. Das sind diese Strichlinien, die wir jetzt sehen. Hier vorne war noch alles dabei. Und wir sehen dann auch hier verzehrte Kalorien, da habe ich das Ganze getrackt. Jetzt habe ich wieder angefangen. Und wir sehen dann auch hier nochmal eine Analyse. Das heißt also, da habt ihr es auch mit dabei. Und wenn ihr zum Beispiel Wasser habt, dann könnt ihr das auch nochmal sehen, wenn ihr Wasser irgendwo an dieser Stelle tracken solltet. Das nächste spannende Feature, was uns die App anbietet, ist dann auch eine Art Body Battery. Gehen jetzt einfach mal hier runter. Wir sehen nämlich hier Energie und Stress. Hier sehen wir momentan ist aktuell 51% geladen. Wir sehen hier in der Mitte. 76% haben wir über das Schlafen aufgeladen, 49% über die Aktivität verloren. Und jetzt bekommt ihr, wenn ihr da reingeht, auch eine Tagesübersicht. Und ganz spannend ist auch, ich habe jetzt hier die Apple Watch nur nachts zum Schlafen getragen und über den Tag die Garmin-Uhr. Das heißt also, hier sind auch die Garmin-Werte mit reingeflossen. Hier oben habe ich mit der Garmin-Uhr trainiert und nicht mit der Apple Watch.
Und jetzt trage ich gerade wieder die Apple Watch und wir sehen hier, die Daten werden alle wunderbar schön miteinander synchronisiert. Und da habt ihr das auch nochmal hier im Überblick, beziehungsweise bekommt auch nochmal einen Überblick des Stresses, beziehungsweise deren Trends, den Schlafstress, die Herzfrequenzvariabilität und die durchschnittliche Herzfrequenz wird ebenfalls hier über den Tag mit angezeigt. Der fällt momentan so hoch aus, weil ich jetzt eine Aktivität gemacht habe, deswegen sind es hier 103 Schläge pro Minute im Tagesdurchschnitt. Aber der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Es kommen ja noch ein paar Stunden, bis dann hier die Nacht eintrifft. Und ihr bekommt dann auch eine Übersicht der Vitaltrends. Das heißt also, so wie wir es auch zum Beispiel von der Apple Watch kennen, habt ihr jetzt hier 6 verschiedene Faktoren und diese werden dann auch schön gezeigt, ob wir im Bereich sind. Sehen hier zum Beispiel, hohe Herzfrequenz ist im Bereich von 43 bis 46, ist bei mir der Normalbereich. Auch da kommt ihr dann wieder in die Übersicht hinein mit ihren Trends. Oder ihr habt zum Beispiel die Atemfrequenz, Blutsauerstoffwerte, also alles mit dabei. Und falls ihr langsam krank werden solltet, könnt ihr es nämlich hier aus den Vitalwerten auch sehen. Und es gibt dann auch noch einen wöchentlichen Fortschrittsbericht. Da könnt ihr euch nochmal hier die ganze Woche im Detail anschauen. Und das finde ich immer sehr interessant. Hier werden dann Durchschnittswerte angezeigt, ob die Woche gut war oder auch nicht. Wir sehen hier momentan 86% erfüllt von meinen Zielen. Ihr kommt auch dann nochmal so eine Übersicht hier, wann ihr dann wieder zum Zahnarzt gehen solltet, beziehungsweise mal zum Arzt. Und da habt ihr auch nochmal so einen kleinen Tipp. Das heißt also, auch da wird ein bisschen auf eure Gesundheit geachtet, falls das dann für euch relevant ist. Und auch hier gibt es natürlich den Button Gesundheit bearbeiten, wie schon bei dem anderen. Das könnt ihr für euch dann auch selber einstellen. Ganz spannend ist dann auch noch der Bereich Aktivität. Hier seht ihr nämlich einmal die Trainingsminuten, die wir jetzt diesen Monat absolviert haben. Sind etwas höher. Wir gehen jetzt einfach mal in den Oktober hinein, das ist ein bisschen mehr Übersicht. Wir sehen jetzt hier, grau ist die Vorwelt oder das Jahr davor. Weiß ist das, was ich dieses Jahr mal gemacht habe. Wir sehen hier auch leider ein bisschen weniger. Ihr könnt es euch dann auch fürs Jahr anschauen. Das sieht ein bisschen freundlicher aus. Wir sehen hier einfach, ich war viel krank gewesen und war sehr angeschlagen. Und das kann man hier ganz gut sehen. Ja, wirklich viel Pause gemacht. Und da gibt es auch nochmal eine Jahrestendenz. Könnt ihr euch das auch nochmal wunderbar anschauen. Ihr könnt dann aber auch ein Jahr zurückgehen. Das heißt also, je nachdem, welche Datenhistorie ihr habt, sehen wir hier zum Beispiel 23 mit 22. Und da habt ihr das auch nochmal schön im Vergleich. Also ich finde es wirklich sehr toll aufgearbeitet. Zum Beispiel auch die Distanz, die es hier gibt. Und da könnt ihr auch nochmal hier einzeln reingehen. Also wie gesagt, es ist wirklich eine riesengroße Datenbank, die euch hier angeboten wird. Da könnt ihr wirklich alles Mögliche analysieren, was ihr haben wollt. Und hier sehen wir dann auch nochmal alle Trainings hier im Detail. Und solltest du über den Tag eine Apple Watch tragen, gibt es dann auch hier Komplikationen für die Sonar Health App. Sehen hier zum Beispiel den Schlaf. Und da können wir jetzt auch drauf gehen, dann bekommt ihr weitere Daten angezeigt. Das dauert einen ganz kleinen Moment, dann wird es geladen. Hier zum Beispiel die Schlafdaten, als auch dann hier nochmal schön in der Analyse mit einem Trend. Aber es gibt dann auch die Möglichkeit, hier eine Gesamtübersicht zu bekommen. Wir sehen hier zum Beispiel auch, die Body Battery wird uns angezeigt über den Verlauf, als natürlich dann auch hier weitere Daten, die zum Beispiel Stress oder dann natürlich auch die Aktivität selbst habt ihr auch mit dabei. Beziehungsweise sehen wir auch nochmal die Body Battery als Grafik. Also je nachdem, wie ihr es euch einstellen wollt, ist das natürlich dann auch hier mit der Sonar Health App möglich. Dann werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Profile oder aufs Profil. Gehen wir jetzt hier drauf und sehen hier auf Personalisieren. Hier könnt ihr nämlich dann eure Daten einstellen. Wenn ihr nämlich jetzt hier reingeht auf tägliche Ziele und von rechts nach links wischt, kommt dann auch der Stift und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, wir möchten am Tag jetzt hier 9000 Schritte machen, speichern, dann wird es als Ziel hinterlegt und so könnt ihr für euch das Ganze individualisieren. Oder du hast auch die Möglichkeit, wie gesagt, auch die Herzfrequenz einzustellen. Wir gehen jetzt einfach hier drauf, Herzfrequenzzone. Und da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, möchte ich es selber verwalten, das könnt ihr machen. Aber die App ermittelt es auch selbstständig. Und zu guter Letzt könnt ihr auch die HRV-Methode entscheiden, wenn ihr das haben wollt. Entweder diese von Apple Health oder die RMSSD-Methode. Ich bin jetzt kein Experte, ich habe jetzt einfach die Standardeinstellung genommen, beziehungsweise habe diese jetzt hier auch behalten. Der eine oder andere hat es vielleicht jetzt schon gesehen, oben steht hier Sonar Pro. Ja, die App hat eine kleine Abogebühr, so etwa 50 € im Jahr. Du kannst aber auch auf Monatsgebühren gehen, dann kannst du diese hier verwenden, aber du bist hier komplett unabhängig von allen Herstellern. Vorteil ist weiterhin, du kannst mit allen Uhren trainieren, wie es du gewohnt bist. Heißt also, einen Garmin-Coach kannst du nutzen oder von Suunto den Coach oder Coros die Trainingspläne. Das läuft alles hier rein, wenn du die Aktivität gemacht hast. Das ist wirklich unabhängig, aber du hast einen Datenhub, um alle Daten hier einzusehen, falls du, wie gesagt, hier die Uhren miteinander wechseln möchtest. Ja, dann komme ich auch zu meinem kleinen Fazit der Sonar Health App. Für mich persönlich ist wirklich eine sehr gelungene App. Vor allem die Möglichkeit hier auf ein anderes Betriebssystem zu wechseln, ohne Daten zu verlieren, ist wirklich sehr toll. Vor allem, wenn du sagst, okay, mit einer Apple Watch trainiert und möchtest doch auf ein Android-System gehen oder umgekehrt, du hast eine Pixel Watch und hast die Fitbit-Daten und möchtest dann auf ein iOS-System,
Das ist dann ohne Probleme möglich. Und natürlich auch die Unabhängigkeiten der Sportuhren. Die Daten fließen alle mit rein und hast alles hier auf einen Blick. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar schreiben, was du von der Sona Health App hältst. Findest du gut oder auch schlecht? Schreibst du gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch mal eine Playlist rund um meinen Kanal gemacht. Kannst du sehen, was hier sonst so alles stattfindet. Oder wenn du dich noch mehr rund um Sportuhren interessierst, ich habe auch meine Review-Liste. Kannst du reinschauen. Ich habe auch diverse Sportuhren getestet. Wenn das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.